Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Wir gucken heute mit einer Neunerlegung für den Tag, die ich heute Mittag ab 15 Uhr wieder anbiete für euch. Da lege ich einmal speziell Liebe, einmal Berufung, Finanzen, Leben und dann kommt noch die Überraschungslegung, da fragen wir gar nichts. Normalerweise mache ich die immer hintereinander, also einzeln. Ich habe mich aber dazu entschlossen, dass ich sie aneinander hänge und ihr könnt dann den Zeitstempel für die Legung, die ihr gucken wollt, finden in der Beschreibung des Videos. Oftmals wird es von YouTube auch angezeigt, während das Video läuft. Nicht bei allen, ich weiß jetzt nicht, an was es liegt, aber ihr werdet es finden. Dann könnt ihr punktuell raussuchen, welche Legung ihr gucken wollt. Da ich sie schon gedreht habe, muss ich echt sagen, ich bin diesmal mega fasziniert von allen. Denn es gibt Zeiten, da gibt es ganz klare Aussagen und es gibt Zeiten, da kann man viel interpretieren, aber die Legungen waren sehr, sehr klar, auch sehr, sehr inspirierend und irgendwie hoffnungsbringend, oder das heißt hoffnungsbringend, Verständnis bringt, Erkenntnis bringt. Jetzt gucken wir für den Tag, was sich heute zeigt. In dieser Art findet ihr die Legung dann heute Mittag und es geht hier heute um Verträge, Verbindlichkeiten, Kreisläufe, Verbindungen. Möglicherweise fühlt man sich auch irgendwo getrennt von irgendetwas oder irgendjemanden. Man hat vielleicht eine trennende Situation aus der Vergangenheit mit an Bord. Sind mir zu viele rausgefallen. Vielleicht hat man auch den Wunsch, sich mal irgendwo rauszunehmen aus irgendeinem Kreislauf. Das kann hier sein, dass man sich um viele Dinge dreht, ne? Dass man so einen Spagat macht zwischen Rückzug, sich kümmern und eigenes Glück. Sein eigenes verbindliches Leben zu pflegen, das vielleicht noch zu sehr an der Oberfläche liegt, dass dieses Selbst, diese Verbindungen zu pflegen, die einem selbst wirklich wichtig sind und die anderen dabei nicht zu vernachlässigen oder auch die Familie, das kann hier ein Thema sein. Möglicherweise fühlen sich ja auch manche familiär im Stich gelassen oder allein gelassen. Und manche haben hier vielleicht auch die Option, dass sie sich von der Liebe ein bisschen getrennt fühlen und nur auf der oberflächlichen, unverbindlichen Basis ihre Beziehungen ja leben. Hier geht ja heute vielleicht ein Licht auf, ein klärender Prozess, etwas, was unterbewusst geschlummert hat, kommt an die Oberfläche. Es kann sein, dass du hier auch verstärkt für dich einstehst, damit du deine Verbindlichkeiten lösen kannst. Möglicherweise spricht hier auch jemand heute mal die Wahrheit aus und es kommt zum Konflikt. Jemand hat ja etwas verheimlicht oder zurückgehalten und jetzt kommt es raus und wirkt aber trotzdem sehr klärend, denn am Ende haben wir hier das Beenden eines Konflikts, den man vielleicht auch selbst mit dem Beziehungsleben hat. Ja, klasse. Hier haben wir noch die Störche. Also ein Veränderungsprozess im verbindlichen Bereich auf ganzer Linie. Das Thema Treue, Loyalität und Freundschaft wird abgefragt. Es kann auch sein, dass du dich da gerade so fühlst, als, ja, ich nenne es mal abgeschnitten von der Loyalität der anderen oder so. Und dass damit ein Konflikt kommt, wobei ich finde,
dass das Thema Treue, Loyalität, Verbundenheit, Freundschaft, wenn ihr das genau überdenkt, was das für euch bedeutet, da bleiben recht wenig Menschen übrig, die das so erfüllen können. Vielleicht habe ich auch eine andere Erwartung wie andere Menschen, aber das ist dann schon, das ist etwas Bedingungsloses, ne? Da muss man dann selber auch bereit sein, die Eigenschaften zu investieren, ohne dass man es zurückverlangt. Und ich glaube, da ist der springende Punkt drin. Unterschwellig hat man immer die Erwartung, dass man was zurückbekommt. Ja, sehr passend. Sorry, ich muss einen Schluck aus meiner Weihnachtstasse trinken. Nicht, dass ihr denkt, dass ich das Video schon seit Weihnachten vorgedreht habe. Nein, ich trinke meistens aus der Tasse, weil sie einfach cool ist. Ich habe sie mal geschenkt gekriegt von der Jana. Hier, schöne Grüße an dich. Sie hat mir auch dann mal eine andere Tasse geschenkt, damit ich die nicht mehr nehme. Da drauf stand Queen of Everything, aber die habe ich auch nicht gerne gehabt als die. Okay, jetzt wieder zum Thema. Das 7. Haus, und das ist hier sehr passend, das ist ein Haus des Elementes Luft. Und da geht es tatsächlich um die Mitmenschen, um Freundschaften und um Partnerschaften, das uns heute hier beschäftigen kann. Ich sage immer heute, ihr wisst, dass das alles kleine Orakel sind, die nach vorne gucken. Ja, es soll einfach eine Inspiration sein, auch zum Nachdenken mal über bestimmte Dinge. Und hier sind verstärkt die Sternzeichen des Elementes Luft, also Zwillinge, Waage und Wassermann. Und unten haben wir noch das 4. Haus. Es geht um die Familie, die Ahnen, um die Umgebung und das Heim. Kann natürlich auch sein, dass du hier Prägungen hast aus der Family, die sich im partnerschaftlichen Bereich stark aufzeigen, die gerne mal eine Kurskorrektur haben wollen. Von den Sternzeichen hier haben wir die Wassersternzeichen, das Element Wasser, Fische, Krebs und Skorpion. Okay, dann gucken wir hier noch, was kriegen wir hier. Wenn es heute nicht klappt, nimm die Dinge mit Humor. Vergiss nicht zu lachen. Und hier kommt ein Ausgleich, ne? Ein Ausgleich, der dich vielleicht bestätigt, dass irgendetwas Sinn oder nicht mehr Sinn macht und dir eine Balance bringt, bei der du einfach vielleicht auch mal wieder über dich selbst oder über andere lachen kannst. Okay, ihr Lieben, das lassen wir so stehen. Denkt an heute Mittag, 15 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn ihr wenigstens ein Like da lasst. Ich habe ja die Kommentare abgeschalten. Und ja, ich drücke euch bis denn.